Hi, ich bin der Fabian und werde Ihnen in diesem Video die Grundlagen unserer Plattform erklären. Als allererstes will ich mit Ihnen die Oberflächentour auf der Startseite durchgehen. Sie können sie jederzeit selber für sich noch einmal machen. Sie finden sie, indem Sie auf der Startseite links das Fragezeichen anklicken und dort die Tour auswählen. Die Oberfläche teilt sich in 3 verschiedenen Bereichen: die obere Leiste, das Menü auf der linken Seite und der Hauptbereich. Als nächstes schauen wir uns grundlegende Elemente und Aktionen an. Als erstes den globalen Plus-Button, mit dem Sie Objekte wie Tasks, Dokumente oder Projekte von überall aus erstellen können, egal welche Seite Sie gerade geöffnet haben oder in welchem Workspace Sie aktiv sind. Oben rechts finden Sie eine Anzeige der letzten Aktivität, die in einem Workspace gemacht wurde, in dem Sie Mitglied sind. Hierdurch bleiben Sie auf dem Laufenden, welche Änderungen es in verschiedenen Projekten gibt. Wenn Sie eine Übersicht aller Aktivitäten bekommen wollen, klicken Sie einfach auf das Anzeigefeld und der Aktivitätsstream für alle Teams öffnet sich. Neben den Aktivitäten finden Sie die Suche, in der Sie in allen Workspaces nach Objekten suchen können. Im linken Menü finden Sie eine Auflistung aller Teams bzw. Workspaces, in denen Sie Mitglied sind. Wenn Sie einen Workspace auswählen, werden Ihnen alle Apps angezeigt, die in diesem Workspace vorhanden sind. Unterhalb der Workspaces können Sie ein neues Team erstellen und anschließend andere Personen dazu einladen. Mithilfe des Pfeils können Sie das ganze Menü einklappen, um mehr Platz beim Arbeiten zu haben. Zuletzt haben wir oben links noch Ihr Profilbild, hinter dem sich die Optionen befinden und auch das Ausloggen. Bevor ich Ihnen die verschiedenen Apps kurz vorstelle, möchte ich noch genauer auf den Aufbau einer Seite eingehen und welche Einstellungsmöglichkeiten Sie haben. Überhalb der Seite haben Sie eine Liste, in der Ihnen alle geöffneten Seiten angezeigt werden. Sie können darüber auch zu den entsprechenden Seiten springen. Eine Seite selber hat im Header das X zum Schließen der Seite, daneben die Möglichkeit, die Seite anzupinnen, was hilfreich ist, wenn man zeitgleich mit verschiedenen Apps arbeiten will, da angepinnte Seiten nicht automatisch geschlossen werden. Die 3 Punkte stehen für das Aktionsmenü, hinter dem sich einiges verbirgt. Hier können Sie die View der Liste verändern und zum Beispiel die Liste sich als Kanban-Board anzeigen zu lassen. Unterhalb der Views haben wir verschiedene Aktionen. Als erstes haben wir das Sortieren. Hier können Sie nach verschiedenen Kategorien sortieren und ob sie aufsteigend oder absteigend angezeigt werden sollen. Anschließend haben wir die Aktualisierung der Liste und die Liste in einem neuen Fenster eröffnen. Aktivität zeigt Ihnen einen Aktivitätsstream mit den letzten Änderungen der Liste. Mehrfachauswahl ist praktisch, wenn Sie mehrere Einträge zum Beispiel auf einmal löschen wollen. Einträge umsortieren ermöglicht es Ihnen, die Elemente innerhalb der Liste zu verschieben. Unterhalb der Aktionen haben wir noch die Möglichkeit, einen neuen Eintrag zu erstellen oder die Liste als CSV-Datei zu exportieren. Neben dem Aktionsmenü haben wir die Möglichkeit, die Liste zu filtern und nach bestimmten Einträgen zu sortieren. Jetzt noch ein paar kleine Tipps. Mit Rechtsklick auf die Seite in der oberen Leiste können Sie die Größe der Seite maximieren und alle geöffneten Seiten auf einmal schließen. Um eine Seite zu schließen, können Sie entweder auf das X klicken oder mit der mittleren Maustaste auf den Namen der Seite im Header klicken. Wie schon erwähnt, gibt es innerhalb der Workspaces verschiedene Apps, die ich jetzt kurz vorstellen werde. Die Team-App ist zum Verwalten der Mitglieder eines Workspaces. Über die Team-App können Sie Personen zum Team einladen, aber auch bestehende Mitglieder verwalten. Als nächstes haben wir die Dashboard-App. Auf dem Dashboard können verschiedene Karten erstellt werden, die zum Beispiel alle Dokumente anzeigen oder entsprechende Diagramme. Um eine neue Karte zu erstellen, klicken Sie auf das Rädchen rechts und anschließend auf das Hinzufüg-Feld. Nun können Sie die entsprechende Einstellung heraussuchen und eine neue Karte wird erstellt. Anschließend einfach den Konfigurationsmodus beenden. Das Dashboard können Sie schließen, indem Sie oben rechts auf das kleine Kreuz klicken. Kommen wir zur Team-Aktivitäts-App. Sie zeigt alle Änderungen innerhalb dieses Workspaces an. Sie können den Informationsumfang der Aktivität erhöhen oder verringern und nach Teammitgliedern filtern. Die Documents-App zeigt alle Dateien aus einem Workspace an. Sollten Sie zum Beispiel an einer Task in der Projektmanagement-App ein Dokument angehängt haben, wird diese hier angezeigt. Sie können natürlich auch neue Dateien hochladen, indem Sie auf das kleine grüne Plus gehen. Anschließend können Sie von Ihrem PC oder aus der Dropbox Dateien hinzufügen.
Alternativ können Sie Dropbox auch ganz mit unserer Documents-App verbinden. Hierfür gehen Sie in den Konfigurationsmodus, wählen die Documents-App aus und unter der Datenquelle können Sie Ihr Dropbox mit unserer App verbinden und sehen anschließend die Dateien aus Ihrer Dropbox auch in unserer App. Zu guter Letzt schauen wir uns die Projektmanagement-App genauer an. Als allererstes haben wir Meine Aufgaben. Hier verwalten Sie alle Tasks, die Ihnen zugewiesen wurden, auf einem Board. Tasks, die Ihnen neu zugewiesen wurden, stehen in der ersten Spalte. Sie können entscheiden, ob Sie die Task heute, demnächst oder später erledigen wollen, indem Sie die Task nehmen und in die entsprechende Spalte ziehen. Der Bereich Meine Aufgaben eignet sich somit am besten, um sich selber zu managen. Auf der Startseite können Sie mit Hilfe des Pluses neue Projekte erstellen. Es gibt 3 verschiedene Projektarten. Egal welches Projektart Sie beim Erstellen wählen, Sie können sie nachträglich jederzeit ändern. Die Checkliste ist eine einfache To-Do-Liste mit Tasks und Subtasks. Sie eignet sich am besten für Methoden wie Getting Things Done und kleinere Projekte. Um eine neue Task zu erstellen, geben Sie einfach über der Liste den Namen der Task ein. Kanban-Projekte haben das typische Board als zentrales Element. Kanban eignet sich gut für Projekte, in denen man sofort sehen will, wie der Status des Projektes ist und in welchen Stadien die einzelnen Tasks sich befinden. Sie können die Tasks zwischen den Spalten verschieben und über dem Board neue Tasks erstellen. Als letztes haben wir noch die Scrum-Methode. Als agile Methode eignet sie sich gut für größere Projekte. Als erstes haben wir hier die Hindernisse. Hier können Sie die Verbesserungsvorschläge oder Probleme, die Sie in der Retrospektive besprochen haben, einfügen. Unter den Hindernissen finden Sie die Objekte, die Sie für Scrum benötigen. Wenn Sie eine Objektkategorie öffnen, sehen Sie in einem Grid alle Einträge und können neue hinzufügen. Sie können von hier aus auch gleich Objekte erstellen, die an einem anderen Objekt hängen sollen. Hierfür klappen Sie das Objekt auf und tragen den Namen der neuen Task in die entsprechende Zeile ein. Um ein Objekt einem Sprint hinzuzufügen, öffnen Sie die Details und wählen den entsprechenden Sprint aus. Um neue Sprints zu erstellen, gehen Sie auf die Projektseite und fügen einfach unter Iteration einen neuen Sprint hinzu. Sollten Sie die Einstellungen eines Projektes ändern wollen, wie Name oder Methode, gehen Sie auf das Zahnrad hinter dem Projektnamen. Das war es mit den Grundlagen unserer Plattform. Ich hoffe, wir konnten Ihnen weiterhelfen und wenn Sie noch Fragen haben, besuchen Sie unsere Webseite.